Alex, der Frühling steht vor der Tür, wir müssen der Community Tipps geben. Jetzt komm. Ja, ich komme ja schon. Mein Gott. So. Okay, wir haben die coolsten Frühlingsdüfte für dieses Jahr dabei, wie ich finde zumindest. Für dieses Jahr. Ja. Die legt immer so weit aus dem Fenster. Gut, dann legen wir auch sofort los mit Ingenious Ginger von Goldfield Banks. Geil, also diese Ingwerblüte. Ich bin eh ein Ingwer-Fan. Ich könnte in alles Ingwer reinmachen. Tee, Limonade, in alles. Ich Auch im liebe- Frühling. Ich esse den auch pur. Ich leide zwar, aber ich esse den trotzdem. Diese schöne Ingwer-Nuance, aber nicht zu stechend scharf. Fruchtige Noten, zitrische Noten. Ja, der ist so saftig. Der ist Ja, total saftig. stimmt. So hatte ich den gar nicht mehr im Stimmt. Kopf. Er ist so leicht scharf, aber hat eben auch was saftig-fruchtiges nochmal mit drin, was eben perfekt in den Frühling passt. Ich finde ihn richtig cool. Cooler Unisex-Duft auf jeden Fall. Von jedem Geschlecht gleichermaßen sehr gut zu tragen und hat auch eine gute Haltbarkeit, was ich ja auch immer wichtig finde. Vielleicht mal ganz kurz, also wenn du dich fragst, wie haben wir die Düfte ausgesucht, was haben wir uns dabei gedacht? Nichts. What? Nein, Spaß. Also wir haben uns schon ein bisschen was dabei gedacht. Es wird wärmer, die ersten Sonnenstrahlen kommen wieder zurück, das Leben fängt an zu blühen. Das Leben, Alles die Blumen. blüht, die Blumen sowieso. Die kleinen Hummeln fliegen endlich wieder. Die kleinen Hummeln fliegen endlich Dicken. wieder, die dicken. Okay, genau, das haben wir uns gedacht und haben uns überlegt, okay, wie würden wir Düfte aussuchen, die wir gerne im Frühling tragen, die gerne auch irgendwie zu dieser Beschreibung passen. Super. Danke, Super. dass du das nochmal erklärt hast. Ja, das ist auch wichtig. Die Ja. Leute müssen ja verstehen, wie wir so auf die Tippen. Duftauswahl Ja, kommen. verstehe ich. Also mit dem Sehr gut. Ingenious Ginger machst du nichts falsch, wenn du diese leichte Schärfe aus dem Ingwer haben möchtest. Und kleiner Spoiler, ist nicht so scharf, wie wenn man Ingwer pur isst. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und eben dieses saftig-fruchtige auf jeden Fall auch mit rein haben möchtest. Cooler Duft, lässt sich auf jeden Fall den ganzen Tag richtig frisch fühlen und hat eben durch dieses Fruchtige auch eine ganz kleine Süße, die aber total angenehm ist und nicht zu intensiv ist. Transportiert für mich auch diese positiven Frühlingsvibes irgendwie. Ja, absolut. An dieser Stelle, falls Claudio und David, falls ihr dieses Video schaut, Hallo. Props an euch für diesen Duft und liebe Grüße nach Zürich. Jetzt kommen wir zu Icarus von Maison Noir. Das muss ich gleich so eine kleine Anekdote erzählen. Ne? Das war ein richtiges Highlight, als dieser Duft bei uns ins Sortiment reingekommen ist, weil es gibt keinen Duft, der diese eine Duftnote Apfel. so gut transportiert wie dieser Duft. Grüner Der Apfel. Wahnsinn. Ja, als ich den Duft zum ersten Mal gerochen habe, das ist schon, glaube ich, das war letztes oder vorletztes Jahr, da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, aber das war in Mailand. Und dann dachte ich so, boah, Wahnsinnsduft. Super schöner Duft und ich hoffe, dass so viele Menschen wie möglich den mal riechen und einfach mal mir sagen, wie sie den finden. Icarus transportiert für mich wirklich so ein bisschen dieses Freiheitsgefühl, Frühling, Stärke, ein Duft, der wahnsinnig gut die Duftnote grüner Apfel in den Vordergrund stellt. Frisch, grün, herb. Auch ein bisschen fruchtig, aber nicht ganz okay. so saftig Ja. wie der Ingenious Ginger in der Gesamtkomposition, wobei der grüne Apfel hier schon saftig ist. Der ist für mich eher spritzig, also das ist für mich eher so ein bisschen leicht säuerlich. Wahnsinnig schöner Duft. Ich würde es mir nur wünschen, dass der grüne Apfel etwas länger hält, weil ich finde, der ist in der Kopfnote drin und wenn man den Duft jetzt mal ein bisschen länger trägt, der grüne Apfel, der geht so ein bisschen in den Hintergrund und den hätte ich eigentlich gern immer. Was kommt dann für dich durch? Also was bleibt? Eher so ein bisschen erdige, grüne Noten. Gut, mit Patchouli, das Ja. kommt schon hin, ja. Aber sehr cooler Duft. Der Start ist schon geil. Jetzt mal was Blumiges für die da draußen, die wirklich diese Blüten zelebrieren wollen, die einfach im Frühling wieder am Start sind. Was ist es denn? Verrat doch mal. Es ist der Blumastral von Jus. Maison Jus, um genau zu sein. Danke. Hast du sehr gut beschrieben. Das ist so für mich morgens, wenn die ersten Sonnenstrahlen so schön ins Wohnzimmer strahlen und man auf der Couch sitzt und vielleicht am Wochenende seinen ersten Kaffee trinkt. Und man hat so dieses ganz positive Gefühl, dass ein schöner Tag vor einem steht. Voll. Kennst du das, Ja. wenn es morgens so ein bisschen noch kalt ist und dann ist so Tau vielleicht auf diesen Blüten und langsam gehen die Knospen so auf? So stelle ich mir das vor. Weil der hat schon für einen blumigen Duft was Frisches mit drin, was ich sehr spannend finde. Also der ist nicht zu intensiv für einen blumigen Duft, sondern wirklich angenehm zu tragen. Und irgendwie muss ich da einfach an so taubedeckte Blumen denken, die gerade so ihre Köpfchen aufmachen. Das ist so der Blumastral für mich. Aber schon ein eher femininerer Duft. Also wir haben viele Unisex-Düfte dabei. Der Blumastral tendenziell würde ich jetzt sagen schon ein bisschen feminin. So, jetzt kommen wir zu Lifeguard von Hank. Und der Duft ist nicht nur was für alle Baywatch-Fans da draußen. Stimmt. Ja, also für alle Rettungsschwimmer. Nein, Spaß beiseite. Also ein sehr schöner Duft, der auch für mich in den Frühling passt, weil er
weil er einfach was sehr Positives, Frisches ausstrahlt und auch eine gewisse Leichtigkeit mit sich bringt. Und ich finde, im Frühling wird irgendwie alles ein bisschen einfacher. Ne? Der Winterblues ist vorbei, man kommt auch ein bisschen besser in die Gänge. Da hoffe ich zumindest wieder drauf. Und der Duft weckt bei mir persönlich echt auch so ein bisschen das Gefühl nach Lebensfreude. Ne? Oh. Du darfst auch? Hier? Danke. Ja, stimmt, aber schon auch synthetisch. Frisch, bisschen synthetisch. Irgendwas Spritziges ist noch mit drin. Aber ist für mich, obwohl er Lifeguard hat, nicht so dieser klassische Duschgel-Aquat. Das finde ich jetzt nicht. Nee. Könnte man ja denken von dem Namen. Weil jemand, der Leben rettet. Nein, nach weil Duschgel. Wasser. Also ich meine, er heißt Lifeguard. Also das muss ja irgendwas mit Meer zu tun haben. Das ist jetzt kein meeriger Duft. Ja gut, man kann auch aus dem Pool gerettet werden. Ich wollte gerade sagen, könnte auch ein Feuerwehrmann sein und dann hast du da nur so rauchige Duft. Aber Nein. das ist wunderschön, was in Lisas Kopf manchmal Du vorgeht. hast angefangen Sehr mit gut. Baywatch. Ja, alles gut. Wir machen jetzt weiter. Das verwirrt sonst nur euch und mich. Okay. Was ist denn der nächste? Was haben wir da? Das ist ein wirklich sehr besonderer Duft und ja, der Winter war zu intensiv für diesen Duft, würde ich jetzt mal sagen, sodass man ihn jetzt gut rauskramen kann von der wunderschönen Marke Le Bois der Raku. Ein sehr, sehr heller, durchsichtiger Duft fast für mich schon. Der ist schon sehr, sehr special. Also mit dem setzt man auf jeden Fall ein Statement, ohne dass der Duft an sich ein Statement ist. Der ist für mich jetzt so super schwer definierbar. Also für mich auf jeden Fall irgendwas Kräuteriges, Grünes. Vielleicht, also es ist nicht minzig, mentholig. Vielleicht eher ein bisschen mentholig, nicht minzig. Mentholig, irgendwas kratzt ein bisschen in der Nase und ich finde, der wirkt so ein bisschen trocken. Das sind so meine Assoziationen. Weiß, holzig, trocken, Würzig auch. würzig, Ja. mentholig. Und trotzdem irgendwie erfrischend. Aber das ist halt so ein relativ leichter, heller Duft, sodass er einfach in die wärmeren Jahreszeiten echt super reinpasst. Der hat eine schöne würzige Note. Und für mich, ich kann das aber wirklich nicht, also wenn mich da auch jemand fragen würde, hätte ich da keine Antwort zu. Das ist irgendwie so eine pfeffrige, kräutrige Komposition, meiner Meinung nach, also meiner Nase. Die trocken gebettet ist. 2 haben wir noch, und zwar einmal noch den OMG, von der Marke OMG, den Floor Funk. Sorry, ich muss ganz kurz, bevor du sprühst. Jetzt sagt bitte, dass euch das auch an einen Marshmallow erinnert oder diese stimmt. Haribo-Dinger, die so Ja. weich sind. Wirklich, wenn ich diesen Deckel sehe, ich würde am liebsten reinbeißen, aber dann hätte ich keine Zähne mehr. Da Ich hast du finde keine den so Zähne mehr. geil. Ich glaube, das ist so eine Art Stein oder Keramik. Sieht Du, auf jeden Fall ich sehr kann schön dir einen aus. Tipp geben, beiß doch mal rein, dann Nee, merkst du das es. mache ich nicht. Kannst berichten dann. Ich habe noch nicht meine dritten. Ja, Floorfunk versprüht für mich auf jeden Fall so diese jugendliche, verspielte Lebensfreude. Passt irgendwie super in den Frühling. Upp. So, So. sehr gut. Ja, ich habe ihn gefangen. Ist für mich auch, wie ich es gesagt habe, ein etwas jugendlicherer, femininerer, sehr positiver Duft. Ja, absolut. Auch total für den Alltag passend. Kann man sicherlich nicht viel falsch machen als Frau. Das finde ich total cool, weil ich finde, den Duft können wirklich junge Girls tragen. Gar keine Einschränkungen nach unten, finde ich. Ja. Aber können auch ältere Frauen tragen, um einfach so ein bisschen diesen jugendlichen Vibe nochmal mitzugeben. Das finde ich einen wirklich sehr, sehr coolen Duft. Weil es gibt ja schon auch Düfte, die wirklich nur zu älteren Frauen oder zu jüngeren passen. Und ich finde, der ist richtig universal einsetzbar. Und wie du gesagt hast, Positivität pur. Der hat auf jeden Fall was Blumiges, aber auch was leicht Fruchtiges. Also ich finde, der ist so süß, aber nicht zu quietschig. Also lasst dich jetzt nicht von meiner Marshmallow-Assoziation hier beirren, Der hat ja weil... nicht nichts mit dem Duft zu tun. Nee, gar nicht. Ja. Ich finde wirklich nur, dass es danach aussieht. Ja. Also der ist jetzt nicht Zuckerwatte süß oder sowas, gar nicht. Aber sehr hell. Rosa passt, finde ich, zu dem Duft. Da kommen bei mir schon rosa Assoziationen auch in den Kopf mit rein, Ja. wenn ich an den Duft rieche. Die Holly Hutchinson, die auch die Marke gegründet hat, die hatte auch genau das im Hinterkopf. Also die wollte auch eine Marke schaffen, die sehr jugendlich ist, die einfach zu tragen ist, die auch ein bisschen minimalistischer ist, und ich finde, das ist ja auch super gut gelungen. Jetzt kommen wir zu Marbella. Da habe ich einige Jahre verbracht und ich finde, Cana Barcelona hat es wahnsinnig gut geschafft, auch so ein bisschen dieses Lebensgefühl, jetzt nicht, ich sage jetzt mal zwingend in Marbella zu vermitteln, aber mal grundsätzlich von Städten oder Ortschaften an der Küste, vor allem in wärmeren Ländern, dieses sehr, sehr leichte, positive Lebensgefühl, voller Sonne und voller Tatendrang, und das haben die sehr, sehr gut hinbekommen. Übrigens kann ich nur eine Empfehlung für all die Düfte aussprechen. Es gibt keinen Duft von dieser Marke, der mir nicht gefällt. Die sind zwar alle unterschiedlich, aber alle cool. Ich verlinke dir gleich mal das Video, weil ich habe da nämlich auch mal ein Review zu den ganzen Düften der Marke gemacht. Schau da gerne mal rein. Ist für mich auch ein ziemlich, ich würde sagen, cleaner, floraler Duft. Auch ein Duft,
den ich, vor allem auch als Mann, ich würde den tragen, obwohl der auch florale Noten hat. Ja, der ist schon, hat was Süßes auch mit drin, gell? Ja. Super interessanter Duft, finde ich, weil da unterschiedliche Nuancen einfach hinzutreffen. Also wir haben was Blumiges, wir haben aber auch was Fruchtiges. Da soll ja schwarze Johannisbeere mit drin sein. Ich finde jetzt nicht, dass man die 1:1 rausriecht, aber wir haben was... Zumindest nicht so prominent. Ja, wir haben was blumig, fruchtig, leicht Saures, finde ich, mit drin. Und vielleicht ist das die schwarze Johannisbeere, die da mit rauskommt. Aber es ist wirklich Positivität pur, dieser Duft. Hat eine gute Intensität, finde ich. Das ist jetzt kein so ein seichtes Wässerchen, was ich auch immer ganz schön finde. Kann man ja auch trotzdem im Frühling tragen. Ein bisschen was Intensiveres. Und auch ein perfekter Alltagsduft. Aber ich finde, den kannst du auch abends tragen, wenn du irgendwie feiern gehst, auf eine Party, Beachparty oder sonst was. Also ich finde, der ist so universell tragbar. Der ist auch schön frisch. Also ich finde auch gerade als Mann kommt mir da irgendwie so eine Assoziation in den Kopf. Leinenhemd, Sonnenbrille, Frühlingstag am Meer. Schöner Drink in der Hand, irgendwas Erfrischendes. Lass uns gerne mal in den Kommentaren wissen, ob dir einer von den Düften gefällt, ob du ihn vielleicht kennst, und probieren doch gerne aus. Uns würde es auf jeden Fall freuen, mit euch in Austausch zu kommen dazu. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.